Da findet man Knochen von Frauen, die nicht aus der Region stammen und schließt darauf, dass die Frauen auf Wanderschaft und Männersuche waren. Vielleicht wurden sie aber auch nur verkauft, geraubt und gehandelt. Das würde ich eher annehmen, als dass sich Steinzeitdamen alleine oder in Gruppen durch Europa schlagen, um sich einen potenten Mann zu suchen. Ich meine, also der Standardstatus von Frauen in einfachen Gesellschaften ist Sklavin. Was ist denn das für ein Quatsch? Als wir das publiziert hatten, dachte ich nicht, dass sich so viele chauvinistische Männer mit solchen Kommentaren melden. Die Frauen kamen aus der Ferne und kamen hier in einzelne Gehöfte. Die lebten hier also im Gehöft, waren verheiratet, hatten Kinder und irgendwann starben diese Frauen und wurden eben dann am jeweiligen Gehöft bestattet. Warum diesen Zahn? Weil Zähne uns wahnsinnig viel über die Mobilität von Menschen aussagen können. Die Backenzähne werden bis zum 17. Lebensjahr aufgebaut in unterschiedlicher Abfolge und dabei wird die Signatur, die chemische Signatur des Bodens, wo ein Individuum lebt, in den Backenzahn mit eingebaut. Und nun sehen wir einfach bei den ortsfremden Frauen, dass die in ihren Zähnen im Zahnschmelz eine Bodensignatur haben, die nicht Augsburg, die nicht Lechtal, die nicht Süddeutschland sein kann. Und die nächste Region, wo wir eben solche Bodensignaturen haben, finden wir eben in der heutigen Gegend zwischen Halle und Leipzig oder auch in Böhmen, aber sehr wahrscheinlich kommen die fremden Frauen aus der Gegend Halle, Leipzig, Mittel-Elbe-Saale-Gebiet, weil es dort in der Frühbronzezeit im späten 3. und frühen 2. Jahrtausend das Kulturzentrum Mitteleuropas war. Was wir leider gar nicht wissen, wie kamen die nach Augsburg? Hier müssen diese weiten Wege gelaufen sein, sehr viel gelaufen. Und es muss sich über 1, 2, 3 Monate hingezogen haben. Ich meine, da war sicherlich niemand, der gesagt hat, du Mädel, du bist jetzt 17 Jahre alt, mach dich auf den Weg, die 600 Kilometer schaffst du auch allein. Da muss irgendwas organisiert gewesen sein. Aber waren das Karawanen? Waren das Tracks, die die jungen Mädels irgendwie begleitet haben? Aber diese Frauen sind nicht allein gekommen. Die hatten was mit dabei. Die hatten unglaublich viel Wissen mit dabei. Hier haben wir Beile, Schmuck oder auch Dolche aus den Gräbern. Das Besondere an diesen Beilen, an der Bronze, ist, dass sie sehr hart sind, noch im frischen Zustand wie Gold glänzen. Und dieses Wissen, wie man sowas herstellt, kam vermutlich mit den Frauen. Denn diese Frauen kamen aus dem Technologiezentrum Mitteleuropas in der frühen Bronzezeit, nämlich der Gegend Halle-Leipzig. Beigaben wie diese stammen aus den Frauengräbern hier aus dem Lechtal. Und warum sind die spannend? Wir sehen, die ehemals fremden Frauen sind genauso ausgestattet wie die Frauen, die hier im Lechtal aufgewachsen sind. Und das zeigt einfach, die hatten den gleichen Status. Und all diese Facebook-Kommentare, das waren Sklavinnen, die hatten einen niedrigen Status. All das sehen wir nicht. Das ist ganz klar nach den Beigaben. Die fremden, ehemals fremden Frauen und die lokalen Frauen hatten denselben Stand. Ich bin schon erstaunt von dem Einschlag unserer Forschungsergebnisse. Das wirft einen total neuen Blick auf den Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit, also so die Zeit, sagen wir mal, zwischen 2500 und 1500 vor Christus und letztlich auch auf unsere Gegenwart. Ja. Es zeigt, Frauen waren schon immer sehr mobil, das waren sie in der Vergangenheit und das sind sie heute auch.